Mal ausmachen, den Lärm. Ja, herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. Dieses Teil hilft mir wirklich sehr, weil es ist viel Lärm hier. Das heißt, ich muss hier programmieren und testen. Und bei viel Lärm ist das nicht so einfach. Dazu kommt, dass die Zuschauer halt hier auch stehen und die gerne Fragen stellen. Ich möchte gerne jede Frage beantworten, so bin ich. Und es zeigt sich einfach am Ende des Abends, dass ich so viele Fragen beantwortet habe, dass ich kaum was geschafft habe. Und wenn ich dieses Ding aufsetze, lässt man mich tatsächlich in Ruhe, ohne dass man mir auch dafür böse ist. Deswegen haben die Jungs für das gebaut und seitdem kommt es hier wesentlich besser voran. Leider hat sich ja diese Folge von Gerrits Tagebuch ein bisschen verspätet. Das hatte viele, viele Gründe. Zum Beispiel, wir haben nur ein Team, was sich hier bei uns um Videos kümmert und die haben momentan ein echtes Hobby und das heißt Boiler und Ernst. Und wenn ich dann mal so auf die Schulter tippte und sagte, wollen wir mal eine Folge Gerrits Tagebuch drehen, sagten sie mal sinngemäß, das machen wir morgen. Kam mir auch sehr gelegen, denn hiervon, von dieser schönen Geschichte, eine weiße Platte, müssen wir uns jetzt verabschieden. Und da es davor bedeutete, alles zu testen und es wirklich fertig zu haben, vorher konnte es nicht weitergehen, habe ich diese Zeit genutzt, um das wirklich alles fertig zu machen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, eigentlich das ganze Team, weil wir haben festgestellt, wir haben mal alles zusammen addiert, dass jetzt über 1 Million Klicks auf Gerrits Tagebuch hatten. Und das ist wirklich ein tolles Ergebnis, über das wir sehr stolz und glücklich sind und uns vor allen Dingen bei euch allen dafür mal bedanken möchten. Wie gesagt, diese Platte ist noch weiß, der Rest der Anlage nicht mehr. Denn wir haben angefangen, das Ganze zu begrünen. Und bei dem Begrünen ist es wirklich ganz wichtig, mit Vollgas fertig zu werden, technisch gesehen, weil für das Begrünen müssen wir die gesamte Anlage stromlos machen. Wir müssen alle Verbraucher abkabeln, alle Platinen müssen rausgebaut werden, weil wir mit einem elektrostatischen Gerät das Ganze machen und das eventuell die Elektronik zerstören könnte. Beim Begrünen ist es halt wichtig, dass wir uns vor allen Dingen erstmal entscheiden, was wir begrünen wollen und wie wir es machen wollen. Haben wir Sommer, Frühling, Herbst oder Winter? Wollen wir hohe Gräser, gemähtes Gras und so weiter und so fort? Dafür liegen hier vorne eine Menge Testpappen, wo wir verschiedene Begrünungsgrade getestet haben und uns am Ende dafür entschieden haben, doch eher eine gesunde Mischung aus allem zu machen, damit es abwechslungsreich aussieht. Denn so ein Flughafen hat wirklich große Rasenflächen. Es muss natürlich ein bisschen einheitlich aussehen, aber irgendwo ein bisschen Abwechslung sollte auch drin sein. So, dann habe ich mich nach den längeren Tests entschieden, bei uns ein Problem zu lösen. Das hat nichts damit zu tun, wie ich im normalen Leben über Kreisverkehre denke. Die Deutschen sollten vielleicht ein bisschen mehr blinken und dann funktioniert's. Aber bei uns habe ich den Kreisverkehr rausgerissen, denn er machte Probleme. Wir hatten das Ziel, dass überall im Kreisverkehr die Weichen an den Ausfahrten sind, dass somit ein Fahrzeug, wo es möchte, den Kreisverkehr verlassen kann. Theoretisch auch, was nicht erlaubt ist, 3-mal im Kreis fahren. Das geht aber nicht, weil die Fahrzeuge einen Drall haben und damit immer die Tendenz haben, der Kurve zu folgen und an der Weiche gerne mal nicht abbogen. Also habe ich mir gesagt, der Kreisverkehr fliegt raus. Wir haben das bei uns in der Technikrunde besprochen. Wir dachten, ob das so zeitgemäß ist, den Kreisverkehr rauszureißen oder nicht, da er ja sehr modern wird, und haben uns entschlossen, wir bauen einen neuen Kreisverkehr. Der ist jetzt hier eingebaut, der hat die Probleme gelöst. Wir können jetzt nicht mehr so oft im Kreis fahren, wie wir wollen. Man muss etwas gezielter den Kreisverkehr jetzt programmieren, aber er funktioniert. So, hier ist jetzt das neue Exemplar. Der Unterschied ist, dass die Weichen schon vorm Einfahren in den Kreisverkehr sind. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich die nächste oder die übernächste Ausfahrt nehmen möchte. Das passiert schon beim Einfahren in den Kreisverkehr, ist ja im realen Leben in der Regel genauso. Und damit funktioniert das Ganze jetzt. So, für diejenigen, die Gerrits Tagebuch schon regelmäßig verfolgen, die haben vielleicht auch mal bemerkt, dass ich ab und zu mal in sehr ausweitende Labern verfalle. Das möchte ich heute mal etwas kürzer halten, weil erstens alle anderen arbeiten. Ich kann mich zurückziehen zum Programmieren und diese Zeit nutzen. Und vielleicht lassen wir einfach mal ein paar Bilder sprechen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Gerrit.